Ich grüße alle meine Leser und Zuseher und werde mich heute mit einem Thema befassen, das ebenso brandaktuell ist. Das Thema lautet: Deutschland bzw. Friedrich Merz will weiter Krieg. Wird Putin jetzt den 2+4 Vertrag aufkündigen? Die Voraussetzung für eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten war ein Friedensvertrag oder eine entsprechende völkerrechtlich bindende Regelung. Diese sollte den Nachkriegszustand und die noch bestehenden Besatzungsrechte der Alliierten beenden. Die Rede ist vom sogenannten 2+4 Vertrag. Was steht in diesem Vertrag? Die Bundesregierung zielte auf einen Vertrag ab, der alle Fragen regelte, die in einem Friedensvertrag normalerweise geregelt werden, aber ohne als Friedensvertrag benannt zu werden. Das Ergebnis war der sogenannte 2+4 Vertrag als völkerrechtlicher Spagat, der am 12. September 1990 in Moskau unterschrieben wurde. Offiziell trägt der Vertrag den Titel Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Vertragsparteien waren das wiedervereinigte Deutschland, die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die USA. Der Vertrag trat nach der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde am 15. März 1991 in einer offiziellen Zeremonie in Kraft. Er stellte die offiziell endgültige innere und äußere Souveränität des vereinten Deutschlands her. Im Einzelnen wurden festgelegt die endgültigen mitteleuropäischen Grenzen und damit das Staatsgebiet des vereinten Deutschlands mit der Erklärung, dass Deutschland keine Gebietsansprüche an andere Staaten mehr stellt. Die Reduzierung der Personalstärke der deutschen Streitkräfte auf 370.000 Soldaten wurde ebenfalls festgeschrieben, mit der gleichzeitigen Erklärung, dass Deutschland auf die Herstellung, die Verfügung über und den Besitz von ABC-Waffen sowie auf das Führen und die Vorbereitung von Angriffskriegen verzichtet. Der Vertrag beinhaltet auch eine Vereinbarung über den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ostdeutschland. Damit ist der 2+4 Vertrag der wichtigste Vertrag für die Wiedervereinigung Deutschlands, der endgültigen Grenzziehung, dessen innere und äußere Souveränität und zugleich eine Art Friedensabkommen. Doch nun wird die Gültigkeit dieses enorm wichtigen Vertrages in Frage gestellt, nämlich bereits am 21. Februar 2024 tauchte im russischen Parlament die Forderung auf, den 2+4 Vertrag, der die Grundlage für die heutige Gestalt Deutschlands ist, zu kündigen bzw. die Ratifizierung aufzuheben. Russische Parlamentarier waren empört über das immer lauter werdende Geschrei nach Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine, mit denen auch das russische Hinterland getroffen werden könnte. Deutschland macht sich dadurch seine widerspruchslose Waffenhilfe für Kiew immer mehr zur Kriegspartei. So sehen es jedenfalls die Russen. Zu dem Hintergrund vom Ukraine-Krieg habe ich 2 Publikationen verfasst. Einmal diese, Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. Und die zweite Publikation heißt, es ist die Fortsetzung, Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Land in den Krieg trägt. Beide Broschüren sind fast 200 Seiten, erhalten Sie kostenlos über die E-Mail info@konservative.de. Über den 2+4 Vertrag habe ich ebenfalls ein Buch geschrieben, Deutschland und der 2+4 Vertrag. Dieses Buch erhalten Sie bei Amazon oder im Kopf Verlag. In diesem Buch schreibe ich alles über den Vertrag, den Inhalt und so weiter, was es für Auswirkungen hat, wenn Deutschland den Vertrag kündigt und so weiter. Also ein wichtiges Buch, das schon viele Leser auch gekauft haben.
Zurück zu den Russen und dem Parlament, um den Vertrag, um die Ratifizierung aufzulösen. Meiner Ansicht nach sprechen die Fakten für die Einschätzung des Kremls, denn Deutschland wurde mit zunehmender Dauer immer mehr zur Kriegspartei. Ich verweise in diesem Zusammenhang gerne auf das Strafrecht. Wenn Sie einem Menschen eine Waffe geben, mit der dieser einen anderen tötet, machen Sie sich mitschuldig. So einfach ist das. Und Deutschland liefert haufenweise Waffen. Das wissen wir. Und die militärische Hilfe geht auch über die Lenkflugkörper und so weiter hinaus. Man bildet auch ukrainische Soldaten aus, toleriert den Einsatz von Streumunition. Man ist der zweitgrößte Waffenlieferant, der zweitgrößte Finanzier der Ukraine. Und man schloss mit der Ukraine sogar eine Vereinbarung über die Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung. Das alles macht es natürlich für den Kreml leicht zu sagen, Deutschland ist eine Kriegspartei. Deshalb prüft Putin, der Kreml, auch die Aufkündigung bzw. die Aufkündigung der Ratifizierung des Vertrages. In ihren Augen brach Deutschland den 2+4 Vertrag gleich mehrfach, weshalb folgende Frage erlaubt sein sollte. Welche Rechte hat ein Vertragspartner, wenn der andere den gemeinsam unterschriebenen Vertrag bricht? Richtig, er hat das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten oder ihn aufzukündigen. Wie schon erwähnt, forderte die Gemeinschaft der Krimdeutschen dann auch genau das. Russland solle das 2+4 Abkommen aufkündigen. Eine entsprechende Petition ging ins Oberhaus des russischen Parlaments ein. Der Leiter der nationalkulturellen Autonomie der Krimdeutschen, Juri Hempel, hatte die Kündigung des Abkommens gefordert. Er sagte gegenüber RIA Novosti, dass das Abkommen nicht wirklich umgesetzt wird und gekündigt werden sollte. Dieser Vorschlag fand und findet seither immer mehr Unterstützer im russischen Parlament. Es ist bekannt, dass sehr viele Abkommen mit Feindstaaten aufgekündigt werden sollen. Die Initiative geht vom Föderationsrat aus und kann nach einer Fachprüfung dem russischen Präsidenten vorgelegt werden. Darunter ist auch oder soll auch der 2+4 Vertrag sein. Als objektiver Betrachter sollte man sich in beide Seiten hineinversetzen. Aus Sicht der Russen wäre eine Kündigung des 2+4 Vertrages folgerichtig und eine Rache an einem Deutschland, das Tausende von Waffen liefert, mit deren Hilfe Tag für Tag russische Soldaten getötet werden. Es bleibt Spekulation, ob Putin einseitig diesen Vertrag aufkündigen wird. Aber welche verheerenden Folgen dies für unser Land hätte, darüber werde ich an anderer Stelle berichten. Folgt mir weiter, abonniert meinen Newsletter auf www.michaelkrein.de. In diesem Sinne, alles Gute.